Regierungschaos in Frankreich. Der neue Premierminister ist gleichzeitig der alte Premierminister. Was das Ganze für die Europäische Union bedeutet und vielleicht auch für dich, das wollen wir uns einmal in diesem Video näher anschauen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wie die Situation in Frankreich zeigt, also das Regierungschaos und die desolate Haushaltssituation, bewegt sich die EU schon seit vielen Jahren in die falsche Richtung. Das in Verbindung mit möglichen Vermögensteuern und auch den geopolitischen Krisen im Ausland. Die Aufrüstung wird ja als große Hoffnung hier in der Europäischen Union gesehen, um die Haushalte zu sanieren. Ist dein Vermögen und bist du in konkreter und akuter Gefahr? Wenn du lernen willst, wie du dich und dein Vermögen vor einer übergriffigen EU schützen willst, dann lade ich dich ein zu unserem Plan B Schweizer Taschenmesser-Seminar nach Zürich. Dort zeigen wir dir 8 Tools, wie du dich und dein Vermögen vor der EU schützen kannst. Zum Beispiel zweite Staatsbürgerschaften, Aufenthaltsgenehmigungen im Ausland, Konten außerhalb der EU. Termine gibt's regelmäßig in Zürich. Alle weiteren Infos auf unserer Webseite, Link dazu in der Beschreibung zu diesem Video. Nur aber zurück zu unserem eigentlichen Thema. Du hast es vielleicht gehört, Präsident Macron hat den gerade erst zurückgetretenen Premierminister Sébastien Lecornu wieder zum Premierminister bestellt. Er war ja davor gerade mal einen Monat im Amt und jetzt soll er wieder ran. Keine Frage, Macron muss komplett weltfremd sein und hat sich hier wahrscheinlich besoffen an der Macht, die das französische Präsidialamt ja tatsächlich bietet. Dass Lecornu hier eine Regierung bilden kann, welche die Unterstützung im Parlament hat, das ist mehr als fraglich. Da ist es natürlich interessant, sich einmal anzuschauen, was hier eigentlich der Knackpunkt ist. Und der Knackpunkt ist tatsächlich eine Vermögensteuer. Und zwar eine Vermögensteuer, die der verrückte Professor Gabriel Zucman, über den ich ja schon mehrfach hier auf diesem Kanal berichtet habe, in Frankreich vorschlägt einzuführen. Es handelt sich dabei um eine Reichensteuer, die all jene betrifft, die ein Vermögen von über 100 Millionen Euro haben. Sie sollen jährlich 2% ihres Vermögens an Vermögensteuer bezahlen. Angeblich 86% der Franzosen sind für diese Vermögensteuer und das darf natürlich auch kein Wunder sein, denn wer hat wirklich Mitleid mit den Superreichen? Jeder sagt sich natürlich, naja, die Superreichen, die über 100 Millionen haben, sie sollen ruhig 2% ihres Vermögens jährlich beisteuern. Dann sind wenigstens meine staatlichen Leistungen, die ja in Frankreich sehr üppig sind, nicht in Gefahr. Bisher haben sich die von Macron bestellten Premierminister dagegen gesträubt, diese Steuer einzuführen, denn sie wissen natürlich, was die Konsequenzen sein würden, würde man eine solche Steuer in Frankreich implementieren. Es käme zu einer riesigen Kapitalflucht und man würde den Standort Frankreich stark schädigen. Die Sozialisten haben aber zur Bedingung gemacht, dass diese Steuer eingeführt wird, damit sie eine zukünftige Regierung unterstützen. Daher wird die Patt-Situation wohl weitergehen. Denn du weißt es wahrscheinlich, die Mehrheitsverhältnisse im französischen Parlament sind sehr schwierig. Macron hat ja hier selbstherrlich im letzten Jahr Neuwahlen anberufen, nachdem er bei den Präsidentschaftswahlen sehr schlecht abgeschnitten hat. Das Ergebnis war, dass damit die Situation im Parlament noch schwieriger war als davor. Jetzt stehen sich die extreme Linke und die extreme Rechte in Frankreich im Parlament gegenüber. Klare Mehrheitsverhältnisse gibt es nicht, also muss man sich hier auf schlechte Kompromisse einigen. Schauen wir uns einmal diese Vermögensteuer genau an und schauen wir uns einmal an, warum das Ganze potenziell so gefährlich ist und vielleicht auch sogar für Wohlhabende in Deutschland und in anderen EU-Ländern zu einer potenziellen Gefahr werden kann. Zunächst mal natürlich die 100-Millionen-Grenze. Das ist etwas, was man leicht verschieben kann. Man will ja zunächst mal erreichen, dass diese Steuer eingeführt wird. Hinterher kann man ja dann die Bemessungsgrundlage ohne weiteres nach unten korrigieren. Wir kennen das ja selbst aus Deutschland. Als zum Beispiel in Deutschland die Abgeltungssteuer eingeführt wurde, also 2008, da sprach man vor allen Dingen von den Millionären, von den Superreichen, die ihr Kapital in die Schweiz verschieben oder nach Luxemburg und dort möglicherweise steuerfrei anlegen können, während man in Deutschland die volle Einkommensteuer auf Kapitalerträge zahlen musste. Aber dabei vergisst man natürlich leicht, dass Veräußerungserlöse aus Aktien vor 2008 in Deutschland komplett steuerfrei waren, wenigstens wenn man diese für ein Jahr gehalten hat. Da galt also die gleiche Regelung, wie sie heute auch gilt für Krypto oder für Gold. Dann wurde die Abgeltungssteuer eingeführt, eben mit dem Hinweis auf die Reichen, die ihr Kapital ins Ausland schaffen. Und hinterher war dann jeder der Gestrafte, jeder Kleinanleger. Es hat eben nicht nur die Reichen betroffen, sondern am Ende jeden. Man hat diese Story von der Fairness und der Gerechtigkeit einfach nur
genutzt, um dieses Gesetz letztlich über die Ziellinie zu bringen und breite Bevölkerungsschichten dafür zu mobilisieren. Ja, die Reichen, die ihr Geld in die Schweiz schaffen, das dürfen wir natürlich nicht erlauben. Du siehst also, wie einfach sich Narrative ändern lassen und wie es am Ende dann jedermann ist, der hier tatsächlich bestraft werden wird. Was außerdem natürlich sehr problematisch ist an dem Ansatz von Gabriel Zucman, er ist erst 38 Jahre alt, er ist Professor in Frankreich, noch in Berkeley, Kalifornien. Er ist ein Big Data Guy. Er hat früher mit Thomas Piketty zusammengearbeitet, den kennst du vielleicht. Er hat ja auch einen sehr zweifelhaften Ruhm erlangt durch verschiedene Veröffentlichungen. Und Gabriel Zucman hat nun verschiedene Vorschläge zu dem Thema Reichensteuer oder Vermögensteuer schon erarbeitet. Unter anderem einen Vorschlag für eine Reichensteuer im Kontext des G20-Vorsitzes von Brasilien. Dort ging es um eine Milliardärsteuer, die für alle Milliardäre weltweit erhoben werden soll. Wenn man sich diesen Vorschlag näher anschaut, dann weiß man schon, warum Zucman als Big Data Guy gilt. Denn er will so Dinge wie den automatischen Informationsaustausch nach OECD-CAS und auch die Transparenzregister nutzen, um die Reichen zu besteuern. Das sind ja auch alles Maßnahmen, die angeblich eingeführt wurden, um die Geldwäscherei zu verhindern, den Terrorismus zu verhindern, aber wie du siehst, auch sie werden wiederum verwendet, nun gegen dich, gegen die Bürger, um hier Vermögen besteuern zu können. Besonders problematisch ist, dass er hier ganz explizit sagt, dass auch Vermögen, das in Stiftungen, Trusts und ähnlichen Strukturen geparkt ist und dass er eigentlich nicht mehr dir gehört, auch von dieser Reichensteuer betroffen sein soll. Man kann also davon ausgehen, dass ein ähnlicher Approach dann auch in Frankreich tatsächlich gewählt werden würde. Das heißt, es gibt dann tatsächlich kein Entkommen mehr, auch nicht über komplett legale Strukturen, wie zum Beispiel in Stiftungen, die ja in Europa eine lange Tradition haben. Denken wir zum Beispiel an die Stiftung in Liechtenstein. Das sind die Methoden, die verwendet werden sollen, um Vermögen zu identifizieren. Das nächste Problem ist natürlich die Bewertung von Vermögen. Wir hatten ja schon gesagt, 100 Millionen an Vermögen. Aber was heißt das konkret? Wenn du heute ein Startup gründest, zum Beispiel im KI-Bereich, dann ist ja möglicherweise dieses Startup schnell bei einer ganz unglaublichen Bewertung. Aber du hast ja deswegen nicht das Geld in der Tasche. Du bist ja tatsächlich deswegen nicht 100 Millionen reich, sondern das ist ja reines Papiergeld. Nur man kann natürlich argumentieren, naja, wenn du ein Startup gegründet hast, das 100 Millionen wert ist, dann ist das vielleicht ein angenehmes Problem zu haben und da ist natürlich etwas dran. Aber dennoch, jetzt denk drüber nach, dass möglicherweise diese Bemessungsgrundlage dann abgesenkt werden kann. Du hast vielleicht eine Beteiligung an einem Familienunternehmen. Auch schwankt ja die Bewertung möglicherweise jedes Jahr und du darfst jedes Jahr diese Steuer abführen, wenn du Franzose bist bzw. in Frankreich wohnst. Und 2% ist ja ein ziemlich großer Betrag, wenn du dir überlegst, du kriegst, wenn du heute ein Aktienportfolio hast und du legst konservativ an, hast du ja vielfach vielleicht 6 bis 8% Rendite, dann musst du ja darauf sowieso Steuern auf die Erträge bezahlen und dann musst du auch noch Vermögensteuer bezahlen. Da wird ja möglicherweise dann die Hälfte deiner Kapitalerträge an Steuern fällig. Kein Wunder also, dass die französischen Premierminister inklusive jetzt der neue alte Premierminister Sébastien Lecornu solche Skepsis gegenüber diesem Vorschlag haben. Du kannst davon ausgehen, dass auch die deutsche Bundesregierung sehr genau schaut, was da in Frankreich passiert. Wir haben es neulich erst gehört. Die SPD möchte gerne ebenfalls eine Vermögensteuer einführen, um das Haushaltsloch zu stopfen. Und es wäre ja naheliegend, dass man sich dann gleich am europäischen Nachbarn hier orientiert. Auch die EU ist dabei, eine europaweite Vermögensteuer zu evaluieren. Da wird ja im Geheimen gerade dran gearbeitet. Und auch hier kann man durchaus davon ausgehen, dass Frankreich dann als Template sozusagen als Blaupause für eine EU-weite Vermögenssteuer gelten könnte. Da kann man also nur sagen, während den Anfängen, du solltest diese Diskussion sehr genau verfolgen, die in Frankreich gerade geführt wird. Gerade auch deswegen, weil es eine populistische Maßnahme ist und man davon ausgehen kann, dass ein Großteil der Bevölkerung eine solche Maßnahme unterstützen würde, dass man sie also auch durchaus im Wahlkampf verwenden kann. Wie kann man nun generell einer Vermögensteuer entkommen, sei es einer Vermögensteuer in Frankreich oder in Spanien, wo es ja bereits eine gibt, oder auch in Deutschland, wo es vielleicht in Zukunft wieder eine geben wird? Nun, zum einen darfst du natürlich nicht in dem Land wohnen. Wenn du in dem Land wohnst, sagen wir zum Beispiel Frankreich oder Spanien, dann bist du mit deinem weltweiten Vermögen steuerpflichtig für die Vermögensteuer. Aber selbst wenn du nicht in Frankreich wohnst oder in Spanien oder vielleicht in Zukunft in Deutschland, dann ist dein dort lokal belegenes Vermögen nach wie vor
von der Vermögensteuer betroffen. Besitzt du heute zum Beispiel ein Haus in Spanien und dieses Haus ist mehr wert als der zulässige Freibetrag, dann wird Vermögensteuer in Spanien fällig. Wenn wir jetzt noch antizipieren, dass auch Stiftungen und Trusts in Zukunft nicht mehr funktionieren werden, um dein Vermögen zu schützen, und das ist wirklich, dich von dem lokal gehaltenen, lokal belegenen Vermögen zu trennen. Denn das, so scheint es mir, ist, wo die Reise hingeht. Und das ist eine Sache, die möglicherweise mehrere Jahre in Anspruch nehmen kann. Du willst vielleicht Immobilien veräußern außerhalb der Spekulationsfrist. Und daher, auch wenn eine Vermögensteuer in Deutschland jetzt vielleicht noch weiter weg ist, dann muss man im Grunde jetzt damit beginnen, sein Vermögen umzuschichten oder anderweitig bei seinem Vermögen Akzente zu setzen, was die globale Diversifikation des Vermögens betrifft. Wenn es dann tatsächlich zur Einführung einer Vermögensteuer kommt, dann wird es zu spät sein. Außerdem könnte man sicherlich dann davon ausgehen, dass dann sehr viele Immobilien in Deutschland abgestoßen werden. Das wird den Markt zusätzlich belasten und auch deine Renditechancen. Also es bleibt spannend in Frankreich und damit auch spannend für dich, wenn du in der Europäischen Union wohnst, wenn du in Deutschland wohnst. Wie gesagt, wir haben viele Mandanten, die sich dieses Problems bewusst sind und die schon seit langem dabei sind, ihre Immobilienbestände zum Beispiel in Deutschland abzubauen. Tatsächlich verwendet man oftmals auch eine Stiftung in Liechtenstein, um dorthin Immobilien zu übertragen. Aber ob das in Zukunft wirklich noch funktionieren wird, das steht momentan in den Sternen. Wirklich sicher ist vermutlich nur, wenn du kein Vermögen in Deutschland oder der Europäischen Union hast. Wenigstens dann, wenn es zu einer solchen Vermögensteuer kommen sollte. Und ganz ehrlich, wenn wir uns anschauen, wie sich die Welt momentan entwickelt, Aufrüstung, sicherlich in nicht allzu langer Zeit auch mal ein Finanzcrash, auch wenn es nur ein zyklischer ist, eine Blase, die platzt und dann muss der Sozialstaat weiter finanziert werden. Dann fragst du dich natürlich, wie das Ganze finanziert werden soll. Und letztlich bleibt der Zugriff auf die Vermögen, denn die Einkommen werden ja schon ziemlich hoch belastet. Und das ist im Grunde auch der Tenor, den wir von der deutschen Bundesregierung hören. Also Erbschaftssteuer soll angepasst werden, Ehegattensplitting soll möglicherweise abgeschafft werden. SPD hat ja schon früher gefordert in den Koalitionsverhandlungen, dass auch die Spekulationsfrist für Immobilien, für Krypto, für Gold abgeschafft wird, ähnlich wie es bei der Abgeltungssteuer 2008 bei Aktien der Fall war. Also ist dein Vermögen noch sicher in Deutschland und der Europäischen Union? Ich würde dahinter ein großes Fragezeichen machen. In den nächsten Jahren vermutlich ja, aber du musst diese Jahre nutzen, um dich anders aufzustellen, damit du dich und dein Vermögen tatsächlich hier vor der Übergriffigkeit der EU und neuen Vermögenssteuern schützen kannst. Wenn das Themen sind, die auch dich bewegen, dann würde ich mich freuen, dich bei einem unserer Seminare kennenzulernen oder natürlich auch ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir unterstützen seit 20 Jahren Mandanten genau bei diesen Themen: Auswanderung, Vermögensaufbau im Ausland, zweite Staatsbürgerschaften und Plan B. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.